Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Marokko. Diese Woche nehmen wir euch mit auf die Fähre nach Afrika. Wir besichtigen mit euch die blaue Stadt Chefchaouen Und eine der 4 Königsstädte, Fez. All das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Die letzte Nacht auf spanischem Festland stehen wir sehr ruhig, etwas außerhalb von El Cuervo de Sevilla. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge machen wir uns auf den Weg. In Algeciras gehen wir auf die Fähre der Balearia Line, die ihren Fahrgästen schon beim Boarding ein unterhaltsames Bordprogramm bietet. Hier finden die Tetris-Meisterschaften statt und jeder Mitspieler setzt sein eigenes Fahrzeug ein. Zusätzliche Hürde, alle bewegen sich rückwärts. Die Schiedsrichter, Einweiser, sind dabei keine große Hilfe. Unsere Nachbarn stehen am Ende nur wenige Zentimeter von uns entfernt. Wir sind in Afrika angekommen. Wir sind in Ceuta, was allerdings noch zu Spanien gehört. Die Überfahrt von Algeciras hat etwa 1 Stunde gedauert. Und ja, wir freuen uns, dass wir hier sind. Die Sonne scheint, es ist warm, der Wind geht. Wir stehen hier auf einem Hafenparkplatz ganz gut und erkunden jetzt noch mal ein bisschen die Stadt. Wir entdecken in der Innenstadt einen Waschsalon und nutzen die Chance, unseren Wäscheberg für 12 € abzubauen. Wir sind in Marokko angekommen. Wir haben heute Morgen erstmal ganz entspannt den Tag begonnen. Wir haben ausgeschlafen und sind dann in Ceuta losgefahren zum Grenzübergang. Da waren wir, glaube ich, so gegen 12 Uhr. Genau, der Grenzübertritt war sehr entspannt. Hat, glaube ich, eine Viertelstunde oder 20 Minuten gedauert. Ja. 3 so kleine Kontrollen, aber ja, super nett. Und da haben wir wirklich auf unserer bisherigen Reise krassere Erlebnisse gehabt. Ja, dann sind wir losgefahren in die nächste Stadt, haben am Geldautomaten Dirham gezogen. Das war auch noch easy. Ja, und dann kam Hetty geborgen. Das ist ja immer das super Wichtige für uns, erstmal eine Internetkarte zu organisieren. Das ist hier leider zu so einer kleinen Odyssee ausgeartet. Im ersten Ort waren wir dann in 2 kleinen Shops. Das erste war so ein iPhone-Laden, die aber auch SIM-Karten hatten, aber ja, irgendwie ohne Daten. Irgendwie hat er uns dann zu verstehen gegeben, wir müssen da noch einen anderen Laden, die da aufladen lassen. Das war uns dann irgendwie zu kompliziert. Dann sind wir zu so einem kleinen Höker gelaufen, da hat das irgendwie auch nicht funktioniert. Und daraufhin haben wir dann einen offiziellen Shop besucht und auch gefunden. Ja, im Supermarkt haben wir einen Invi-Shop gefunden. Das war die Karte unserer Wahl, weil wir da unlimited Daten bekommen. Die Dame wollte umgerechnet 80 € für die Daten und dann fiel ihr ein, dass sie uns noch die Karte extra verkaufen möchte für 5 €. Da sind wir dann ausgestiegen. Ja, sind jetzt in einem ganz schönen Ort angekommen, der sowieso auf der Liste stand, und hier waren wir jetzt als erstes dann auch noch mal los wegen der Internetkarte, und wir haben jetzt
Unlimited Data für 30 Tage für umgerechnet 20 €. Das ist eigentlich so, wie man sich das wünscht. Genau, wir lassen jetzt den Abend hier so ein bisschen ausklingen und werden morgen loslaufen und die Stadt erkunden. Wir parken für 4 € die Nacht im Zentrum auf einem Parkplatz mit nur einem anderen Vanlifer und schlafen ruhig. Wir sind in der wunderschönen Stadt Chefchaouen angekommen, haben hier auch die Nacht verbracht. Und der Grund, warum wir hier sind, ist ein ganz besonderer. Wir haben einen Artikel gelesen, in dem es hieß, dass die findigen Menschen hier irgendwann angefangen haben, ihre Häuser in allen möglichen Variationen von Blautönen zu streichen, um die Touristen anzulocken und eine schöne Stadt zu kreieren. Das ist ihnen ganz gut gelungen. Und ja, für Marketing-Tricks sind wir von Berufswegen immer zu haben. Deswegen dachten wir uns, wir schauen uns das einfach mal an. In Chefchaouen leben 45.000 Menschen und dennoch wirkt die Altstadt, zumindest zu dieser Jahreszeit, sehr entspannt. Die engen Gassen entwickeln durch die unterschiedlichen Blautöne tatsächlich ihren ganz eigenen Charme. Was uns besonders anspricht, ist das Unperfekte. Auch wenn es sich wohl um eine Marketingidee handelt, wirkt das Stadtbild sehr natürlich. Eines der wenigen in Originalfarbe belassenen Gebäude ist die Alcazaba von 1471. Nach einem ausführlichen Stadtbummel machen wir uns wieder auf den Weg. Wenige Kilometer außerhalb der Stadt stoppen uns zwei Lockenköpfe, während der eine Liebeserklärung für uns parat hat. Hello everybody from the world. Nice to meet you people from Germany. I love the best and the best person, the best people from the world. Germany people. Sucht der andere eine Mitfahrgelegenheit. Wir schlagen unser Nachtlager im Dorf El Melha auf einer Raststätte auf.
Zu unserem Pommes bestellen wir einen Linseneintopf, dessen Geschmack uns an unsere Kindheit erinnert. Gegen Mittag erreichen wir Fez. Durch das blau geflieste Stadttor erreicht man die Altstadt, die sogenannte Medina der UNESCO-Welterbestadt. Als erstes steuern wir die beiden historischen Koranschulen innerhalb des Souk an, dem Bazar der Stadt. Sie wurden zwischen 1320 und 1350 erbaut und sind eine Oase der Ruhe im hektischen Trubel. Sie gelten als zwei der gewaltigsten Bauwerke der Meriniden. Wir schwelgen in Erinnerungen und es fühlt sich an, als wären wir wieder auf der Seidenstraße unterwegs. Der Souk erstreckt sich über eine Vielzahl kleiner Gassen. In diesem Gewirr die Orientierung zu behalten, ist fast unmöglich. Aber es macht uns großen Spaß, hier von Stand zu schlendern. Wir freuen uns, als wir auch die Arterine mit Rese tatsächlich finden. Hier begeistern uns die Wand- und Bodenfliesen mit ihren kontrastreichen Farbkombinationen. Nachdem wir uns fühlen, als hätten wir einen Halbmarathon durch die Altstadt absolviert, stärken wir uns in einer Teestube am Stadttor. Von unserem Logenplatz aus beobachten wir die Menschen, die gerade erst an den Start gehen. Durch das jüdische Viertel von Fez machen wir uns auf den Heimweg, um am Abend noch einmal in die Medina zurückzukehren. Über den Dächern der Altstadt genießen wir unser marokkanisches Abendessen.
In Fez zahlen wir für 2 Nächte auf einem Stadtparkplatz umgerechnet 13 €. Unser Fazit nach einer Woche: entspanntes Vanlife in Marokko ist möglich, ein echtes Paradies suchen wir weiter. Das war unsere erste Woche in Marokko. Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar da oder ein Like, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns dann kommenden Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.